Moin Giorno und willkommen zu einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Heute mache ich schwedische Kartoffeln. Wie ich die mache, was da alles reinkommt und wozu das Ganze gut passt, das seht ihr im folgenden Video. Es ist schon ein bisschen länger her, da haben wir mal bei der Fußball-Barbecue-EM mitgemacht und haben das Land Schweden vertreten. Das Video dazu, das blende ich euch mal hier oben ein. Und da bin ich so ein bisschen eingetaucht in schwedische Gerichte. Unter anderem habe ich da schon länger die schwedischen Kartoffeln bei mir auf dem Plan, die mal nachzumachen. Für meine schwedischen Kartoffeln brauchen wir natürlich erstmal schöne Kartoffeln. Ich habe hier Drillinge. Die Drillinge, die habe ich fächerartig aufgeschnitten. Seht ihr das hier? Indem ich im Endeffekt 2 Holzlöffel genommen habe und immer bis zum Holzlöffel runtergeschnitten habe. Die ganzen stapeln wir uns jetzt hier in so eine Schwedenschale, ne, in so eine Conchis vom schwedischen Möbelmarkt. Dann brauchen wir noch Schinkenwürfel oder Baconstreifen. Dann habe ich hier noch Rinderbrühe. Wir brauchen Toastbrot, saure Sahne, Creme fraiche, Muskatnuss, Salz und Pfeffer zum Würzen, ein schönes Stück Butter und ein Rosmarin. Die genauen Mengen, die schreibe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Jetzt fangen wir aber an mit der Zubereitung. Zu der Rinderbrühe geben wir die saure Sahne hinzu. Dann das Creme fraiche. Auch ich habe manchmal ein bisschen Lärm vom Nachbarn, der sein neues Haus renoviert. Liebe Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest. Dann schmecken wir das Ganze noch ein bisschen mit Pfeffer ab. Und ein bisschen Salz. Da müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, wie salzig eure Brühe ist. Und auch von meiner Muskatnuss kommt natürlich noch eine Prise rein. Muskatnuss und Kartoffeln, das passt immer richtig gut. Dann vermischen wir das Ganze mal ordentlich. So sieht jetzt meine Soße aus. Die habe ich jetzt abgeschmeckt. Für mich passt das. Das müsst ihr natürlich genauso machen, wie ihr das für richtig haltet. Und dann geben wir die Soße einmal über die Kartoffeln. Und diese Schale, die wandert jetzt ungefähr für eine gute Dreiviertelstunde bei 200 Grad, entweder bei euch in den Backofen, bei mir natürlich in den vorgeheizten Grill. Bei indirektem Setup, die äußeren Brenner sind an, in der Mitte kein Brenner an. In der Zwischenzeit, da werden wir uns mal das Topping für unsere schwedischen Kartoffeln vorbereiten. Dafür nehme ich mir die Toastbrotscheiben und die würfeln wir uns jetzt mal einmal. Bei unserem Rosmarin, da zupfen wir uns jetzt einmal die Nadeln. Oh, so Kräuter aus dem eigenen Garten, die riechen immer richtig gut. Da kann man auch mal ein bisschen stolz sein. Nochmal lieben Gruß an die Svenja, die sich da wirklich toll drum kümmert. Und die Nadeln, die werden wir uns jetzt schön einmal fein hacken. So, damit mir nicht alles wegfliegt, geben wir das Ganze hier in mein Glas. Das Rosmarin dient dazu, das Ganze gleich so richtig schön zu aromatisieren. Jetzt geht's rüber an meinen Gasgrill. Da wartet schon die Gusskönig-Gusspfanne auf mich. Hier an meinem Seitenbrenner, dem Infrarotbrenner von meinem Breaking Regal, da nutze ich jetzt meine Gusspfanne von der Firma Gusskönig. Richtig toll mit diesem Lederetikett übrigens. Wenn wir die mal zünden. Und während die aufheizt, geht als allererstes unsere Butter hinein. Die ist schon ein bisschen weich, denn wir haben relativ hohe Temperaturen heute. Kommen meine Rosmarinzweige mit rein. Und auch mein durchwachsener Speck. Und den werden wir uns mal in der Butter schön auslassen. Kurze Zeit später, der Speck hat sich auch schön ausgelassen hier. Also ich muss sagen, da kommt ein richtig leckerer Duft rüber. Kommen wir jetzt zu meinen Toastwürfeln. Die gebe ich jetzt damit rein. Die dürfen nämlich jetzt einmal das ganze Fett und die Butter hier aufsaugen und das Ganze so richtig an Geschmack aufnehmen. Wir wollen die jetzt nicht anrösten, wir wollen einfach nur die ganze Flüssigkeit annehmen. So, das kann auch schon wieder runter. ...45 Minuten später, wir schauen rein in den Grill, wie die Kartoffeln aussehen. Und das Topping kommt jetzt natürlich oben drauf.
So, man sieht, die Kartoffeln haben sich schon schön aufgespalten, sogar schon ein bisschen braun. Versuchen wir das mal so ein bisschen ordentlich zu verteilen. In jede Ecke was. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich vorhin die Toastbrotwürfel noch nicht angebraten habe. Denn die werden jetzt noch ein bisschen gekrost. Wenn ich das in der Pfanne gemacht hätte, wären die nachher wahrscheinlich schwarz geworden. Und das lassen wir jetzt noch mal für 15 Minuten ungefähr weiter im Grill. Meine schwedischen Kartoffeln sind fertig. Die nehme ich jetzt mal rüber und werde sie gemeinsam mit euch verkosten. Nehme ich mir hier mal an der Seite so eine Kartoffel. Man sieht, die Soße mit Creme Fraiche oder so hat gestockt. Ein bisschen von den Croutons hier. Und dann werden wir das Ganze mal probieren. Heiß. Die Soße ist quasi gleich dabei. Nehmen wir mal die Croutons. Das ist lecker. Also ich muss sagen, hätten die Kartoffeln noch 3 Minuten länger gekonnt. Aber es ist jetzt so, dass es geht. Lecker ist auf alle Fälle. Mit der Würze könnt ihr noch so ein bisschen variieren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier vorne würde ich mich noch über ein Abo von euch freuen. Und auf der rechten Seite, da blende ich euch 2 weitere Videos ein. Da könnt ihr nahtlos weiterschauen. Und dann sehen wir uns, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!